Herzlich willkommen auf DC Travel. Heute geht's mit der KLM nach Südamerika mit der Boeing 787-10 in der Premium Comfort Klasse der Royal Dutch Airlines den ganzen Weg nach Bogotá, Kolumbien. Vamos, Leute! Guten Morgen aus Amsterdam Schiphol, heute mit DC Travel. Das Video Flug mit KLM Amsterdam nach Bogotá in Kolumbien in der Premium Comfort Klasse der KLM mit Spezialmenü und allem drum und dran. Mal schauen, wie das wird. Flughafen Amsterdam, wie immer sehr cool. War ziemlich einfach, Borden ist gleich. Wer mit dabei sein will auf diesem Flug nach Kolumbien, jetzt hier. Und ich freue mich massiv über jeden, der jetzt noch ein Abo oder ein Like da lässt zum Mitfliegen. Gleich geht's los. Da kann man unseren Flieger sehen, die KLM Boeing 787-10 mit Namen Violett. Die fliegt Amsterdam, Bogotá, Cartagena, Amsterdam in einem Rutsch. Wir steigen in Bogotá aus. Die Klasse heute Premium Comfort, die Premium Economy der KLM. Gleich geht's los. Vamos! Die KLM fliegt täglich Amsterdam-Bogotá mit der 787. Los geht's um 9:30 Uhr morgens. Es wird nach Gruppen gebordet und das Einsteigen ist ziemlich angenehm und ziemlich perfekt. KLM hat insgesamt 10 Boeing 787-10 in der Flotte und zwar seit 2016 betreibt sie diesen Flugzeugtyp und die Bestuhlung Business, Premium Comfort, Eco ist wie folgt. Am Platz jeweils eine Decke, ein Kissen, das Amenity Kit und für jeden eine kleine Flasche Wasser sowie eine Decke. Die Konfiguration, wie ihr hier seht, 232. Das Borden ging ziemlich reibungslos. Ich mag ja Tagesflüge immer. Das ist irgendwie mehr mein Ding als Nachtsfliegen. Man sieht einfach mehr und ich finde die Atmosphäre irgendwie schöner. Die Crew war entspannt und hatte alles sehr gut im Griff. Einige Leute hatten sich umgesetzt. Die wurden tatsächlich nachträglich noch zur Kasse gebeten. Das fand ich richtig klasse. Aber wie üblich, KLM ist einfach immer ziemlich gut. Ich mag diese Fluggesellschaft. Die sind entspannt und professionell und das finde ich eine sehr gute Mischung. Es geht relativ zügig zur Startbahn. Umstandslos in Amsterdam auf eine der 5 Startbahnen gerollt und für den Start lasse ich den Originalton an. Bis wir durch die Wolken sind, dann geht es weiter im Flug von Amsterdam nach Bogotá Eldorado in der KLM Premium Comfort. Viel Spaß dabei!
Der Sitz Reihe 11 ist die erste Reihe in der Premium Comfort hier in der KLM 787-10 und hat keine Reihe vor sich. Deswegen muss man Monitor als auch den Tisch aus der Armlehne ausklappen. Steckdosen gibt es auch in rauen Mengen, USB-C und USB 3 plus Liegesitz natürlich, aber am Tag war das jetzt nicht so wichtig für mich. Und hier wird der Monitor ausgeklappt. Das ist ein kleiner Nachteil dieser Reihe, denn ich zeige es später auf dem Rückflug. Der Monitor im Vordersitz ist um Längen besser als dieser kleine Klappmonitor. Das Amenity Kit ist, nun ja, es hatte Ohrstöpsel, es hatte eine Bambuszahnbürste, Schlafmaske, am Tagflug etwas sinnlos, einen kleinen KLM-Kugelschreiber und das war's auch schon. Das Tollste ist der Beutel an sich, den habe ich auch im Reisegepäck weiter benutzt für Kleinkram, der hat mir am besten gefallen. Kommen wir zu Essen und Trinken an Bord. Premium Comfort bei der KLM, Getränke bis zum Abwinken. Wir brauchen kein Whisky, keinen Espresso Martini und auch keinen Shampoos. Das Essen für Menü, aber wir hatten ja Special Meats bestellt, da sind sie schon vegetarisch. Das war total in Ordnung, wenn auch nicht überwältigend. Ich würde mal sagen, Durchschnitt, aber tatsächlich ist mir das Essen noch nicht so wichtig. KLM Premium Economy in der Mitte des Fluges. Es gab was zu essen, ich habe es gezeigt. Der Sitz ist super, wenn man die Reihe wählt. In der Premium Comfort Klasse, die geht mit Reihe 11 los. Hat man jemanden vor sich, der diese Sitzlehne zurückmachen kann, optimal. Da hat man einen Platz, ich kann die Beine ausstrecken und komme noch nicht an die Wand ran. Das ist wirklich, wirklich schön. Der Sitz ist sehr breit. Ich zeige euch gleich nochmal die Steckdosen und so weiter, was es da alles gibt zum Laden, Kopfhörer und so weiter. Und wir werfen gleich nochmal einen Blick auf das Entertainment-System. Essen war super. Es gab was zu trinken, es gab einen Tee, es gab eine Cola. Hier die Jungs nebenan haben sich einen Haufen Martini Espresso reingezogen, auch sehr geiles Getränk, war aber noch zu früh für mich. Und es gibt Shampoos bis zum Abwinken, wer will. Und jetzt ist es ruhiger geworden, nachdem die Party ausgeklungen ist. Alles in allem, die Sitze sind nicht alle belegt hier in der Premium Comfort. Die Konfiguration ist 232 in der 787-10. Flugzeit nach Bogotá, Kolumbien sind 10,5 Stunden und ich gucke erst nochmal, was es für Filme gibt und melde mich später nochmal, wenn wir im Anflug sind nach Bogotá. Das In-Flight Entertainment System bei der KLM, 10 Sprachen, die Auswahl Filme, Fernsehen, Musik, Spiele. Ich würde sagen Durchschnitt, das war total okay. Hollywood, Blockbuster, einige Programmfilme, aber nicht so viele, eher ein paar neue Sachen, ein paar alte Sachen. Das ging so. Ich freue mich immer am meisten über die Karte vom Flug. Das finde ich eigentlich fast am spannendsten. Wie geht die Strecke, worüber wird geflogen, wenn man in die Karibik kommt, welche Inseln könnte man gegebenenfalls sehen. Das finde ich spannend. Die Filme, nun ja, ich habe Oppenheimer gesehen, das war super und war wieder mal die Prognose für den besten Film des Jahres. Hat gepasst. Ansonsten, ja, Sprachen, ich gucke es immer auf Englisch. Ich kann euch nicht sagen, was es auf Deutsch gab. Sorry dafür.
Information von zwischendurch, mitten über dem Atlantik auf dem Weg nach Kolumbien. Gab nochmal ein Käsesandwich eben und das vegane Brötchen. Was soll ich sagen, das Käsesandwich war um Längen besser. Geht halt nichts über ein richtig geiles Käsebrot. Service hier klasse, ruhiger Flug. Die Premium Eco ist halb voll. Flugdauer, wie gesagt, 10,5 Stunden. Ich habe gleich Oppenheimer geschafft. Der dauert 3. Dann ist nicht mehr so lang. Und ich schätze mal, dann wird es nochmal einen kleinen Snack geben. Schrägstrich Abendessen. Geplante Ankunftszeit, lokale Zeit in Bogotá, 14 Uhr. Das heißt, angenehme Zeit zum Aussteigen. Mal schauen, wie dort die Immigration geht. Normalerweise geht sie ziemlich easy. Wir kommen ja auch relativ früh aus dem Flieger raus, können also dort früh ankommen, ohne viele Leute vor uns zu haben. Und dann melde ich mich nochmal vom Approach oder vom Flughafen mit einem der coolsten Namen der Welt, El Dorado. Bis dann. So, noch 40 Minuten Flugzeit. Die ersten Berge tauchen schon auf, denn, was kaum jemand weiß, Bogotá liegt auf 2800 Meter Höhe, einer der höchsten Hauptstädte der Welt. Aber dass das so hoch ist, merkt man da nicht unbedingt. Nach Bergen sieht es da nicht aus. Die Höhe merkt man schon. So, Flug war super. Es gab noch ein Abendessen, einen Salat und was zu trinken. Dazwischen zweimal ein Sandwich und ein kleines Brötchen. Entertainment-Programm war super und ein ruhiger, angenehmer Flug, tolle Crew. Auf jeden Fall lohnenswert. Allein die Sitze sind massiv besser als in der Economy. Man hat viel mehr Platz. Wie habe ich es gekauft? Wie habe ich es gebucht? Wie habe ich es bezahlt? Über die offizielle Seite von KLM. Nach Preisvergleich mit Premium Eco bei der Lufthansa und bei Iberia und bei Avianca. Aber KLM hatte die besten Flugzeiten. Flugpreis hin und zurück 1300 € ungefähr. Die Sitzreservierung kostet 52 € pro Sitz pro Strecke. Und kommt noch dazu, ist im Preis nicht inklusive. Das muss man also bedenken, aber wenn man den Direktflug der Lufthansa zum Beispiel als Vergleich nimmt, da ist die Eco fast so teuer wie hier bei der KLM, die Premium Eco. Das dazu und ich zeige gleich die Landung und dann noch ein bisschen was vom Flughafen El Dorado, Bogotá. Der hierher fliegt und nach Cartagena will. Es müssen in Bogotá alle aussteigen und man muss sein Gepäck auch mitnehmen. Das wird ja gerade erklärt. Das Flugzeug wird sauber gemacht, deswegen muss man auch sein Handgepäck mitnehmen. Alle raus, dann wieder alle rein. 16 Uhr noch was, geht's weiter nach Cartagena. Der Flug Bogotá, Cartagena, schon mehrfach geflogen, nicht mit KLM, Avianca, Latam, ist eine Stunde ungefähr. Dann ist man im wunderbaren Cartagena, wo es sich immer lohnt, mal hinzufahren. Aber dieser Trip geht woanders hin. Ich erzähle später, wann und wo.
sieht ganz gut, wie groß Bogotá ist, beziehungsweise der Großraum der Hauptstadt Kolumbiens. 15 Millionen Einwohner. Die Stadt mit dem permanenten 24 Stunden Superstau ist wirklich eine Nummer. Bogotá ist sehr interessant, kann ich mal empfehlen. Aber Kolumbien als Reiseland bietet wirklich sehr viel mehr als Bogotá. Der Flughafen übrigens, El Dorado International Airport, ist der drittgrößte Flughafen in Lateinamerika nach Mexico City und Sao Paulo, Guarulhos. Ein Wort, wie komme ich am besten vom Flughafen Bogotá in die Innenstadt nach Candelaria oder nach Chapinero, wo die meisten Touris absteigen. Am besten mit dem gelben Taxi, das kostet 50.000 bis 60.000 kolumbianische Pesos, also 15 Euro oder so. Man sollte eine Stunde Fahrzeit einberaumen, manchmal länger. Wie gesagt, hier ist immer Stau. Wer mehr Info benötigt über und zum Flughafen El Dorado in Bogotá, ich verweise auf den ausführlichen Text, verlinke den hier in den Shownotes, in meinem Reiseblog. Da steht wirklich fast alles drin, was man wissen muss. Super entspannter Flug in der Premium Comfort der KLM. Willkommen am Bogotá El Dorado International Flughafen. Gleich geht es in die Migration. Das hat circa eine Stunde gedauert. Bisschen Stehfleisch muss man mitbringen. Aber der Flughafen ist sehr angenehm. Gepäck war auch da. Alles passt. Alright, das war der Flug KLM Amsterdam Bogotá, Ankunft hier im El Dorado Internationalen Flughafen in Kolumbien. Gleich zur Immigration, Flug war klasse, Crew war klasse, Sitze waren top, Essen war okay, aber Essen ist mir auch nicht so wichtig, die Sitze sind mir wichtig. Und jetzt mal gucken, wie schnell wir hier durch die Immigration in Kolumbien kommen und dann ins Hotel und dann war's das für heute. Ich sag erstmal, das war's bei DC Travel. Bis zum nächsten Mal, bye bye, hasta luego. Das war's bei DC Travel. Noch ein Wort zum Rückflug. Cartagena von Bogotá dauert eine Stunde und der Flieger hat dann eine Stunde Aufenthalt am Flughafen in Cartagena, wo Leute einen aussteigen. Das ist aber sehr angenehm, man kann auf die Toilette gehen, man kann aber nicht das Flugzeug verlassen. Das passiert alles in Bogotá, wo der Flieger wie hier am Gate anrollt und dann gesäubert wird, sodass jeder raus muss. Das war's bei DC Travel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Demnächst hier einige sehr exotische Flüge in Südamerika. Bis zum nächsten Mal bei DC Travel. Bye bye.